Ich bin die Mutter, die spricht. Mein Sohn lebt mit einer Suchterkrankung. Der Moment, in dem ich begriff, dass mein Sohn eine Suchterkrankung hat, sitzt tief. 2018. Seither ist viel passiert. Staffel 1 hat gezeigt, wie sich unser Alltag verändert hat. Wie sich Gefühle verschoben haben. Und wie schwer es war, auszuhalten, was sich nicht ändern ließ. Im Zwiegespräch mit meinem Sohn in Folge 4 habe ich Dinge erfahren, die wehgetan haben und gleichzeitig wertvoll waren. Zum Beispiel, dass er meine Naivität oft ausgenutzt hat und dass er sich bewusst ist, dass der Weg zu einem konsumärmeren Leben von ihm ausgehen muss. Es war ein ständiges Auf und Ab. Aber rückblickend sehe ich, nicht nur er war in Bewegung. Auch ich. Und hier beginnt der zweite Teil seines 2025 begonnenen Entzugs. Nach diesem zweiten Entzug war eine Anschlusslösung geplant, in der Suchtfachklinik zur Entwöhnung. Eine Woche nach dem Eintritt stand die Verhandlung am Gericht an. Wir waren angespannt. Dieses Mal verlief die Vorbereitung zum Klinikaufenthalt ruhiger, entspannter, organisierter. 2 Tage zuvor haben wir telefoniert und vereinbart, dass ich ihn fahre. Er wollte noch Kleidung aus seinem betreuten Wohnen holen, hat es am Tag vor dem Eintritt aber nicht mehr geschafft. Ein Mix aus To-Dos und mentalem Stress. Zuerst hat mich das erstaunt. Dann wurde mir klar, wie viel Stress die Aussicht auf einen Entzug auslösen kann. Am Tag vor dem Eintritt war er sehr angespannt. Er musste sein Zimmer bei meinem Ex-Mann aufräumen. Nicht nach seinem Maßstab, sondern nach dem meines Ex-Mannes. Packen, Telefonate führen. Die Tatsache, dass er im Vergleich zu einem gesunden jungen Mann nicht gleich belastbar ist, tut weh. Zeigt aber auch, er ist krank. Er gibt sich Mühe, aber manchmal kann er einfach nicht mehr. Und hoffentlich merkt er das früh genug, damit es nach dem Stress keinen Absturz gibt. Was bei eher mühsamen To-Do-Arbeiten nicht so ein Problem ist, weil er die am ehesten weglässt. Die Telefonate hat er zum Beispiel nicht geschafft. Ich habe ihn am Eintrittstag in die Klinik gefahren. Vor der Klinik angekommen, sagte er, es gurkt mich gerade voll an, die Sachen reinzutragen. Er meinte das ernst. Für mich war das keine große Sache. Für ihn schon. Es war kein Satz, um die Stille zu füllen. Und es war wohl nicht nur das Gepäck gemeint, sondern der Entzug, der schwer wog. Dieses Mal hatte er sehr viel Gepäck dabei. Am Empfang bat er um einen Wagen. Die Empfangsfrau war kurz überfordert, bis sie realisierte, dass er eintreten will, mit all den Sachen. Er sagte ihr, dass er etwas früher dran sei als abgemacht und wiese, dass er eventuell warten müsse. Er habe das mit der Abteilung abgeklärt. Ein paar Minuten später änderte er seine Meinung. Er sagte, sie müsse ihn noch nicht anmelden, die ursprünglich abgemachte Zeit sei doch besser. Auf mein erstauntes Nachfragen hin meinte er, dann könne er noch etwas entspannen, Videos anschauen, sitzen. Der Morgen sei sehr stressig gewesen. Und das tue ihm jetzt gut vor dem Eintritt. Ich war überrascht über diesen Meinungswechsel und dachte dann, gut, er steht für seine Bedürfnisse ein, schaut, dass er nicht voll gestresst den Eintritt macht. In der Zeit zwischen den 2 Entzügen hat er übrigens eine Liste geschrieben. Klein im Portemonnaie, groß beim Hauseingang aufgehängt. Seine Skills gegen Craving, gegen Stress. Dazu sagt er, dass es teilweise einfach eine Suchtverlagerung sei, bei Social Media zum Beispiel. Ich habe mich bald darauf verabschiedet, weil ich zu einer Tagung musste.
Ich habe ihn fotografiert und bin mit einem guten Gefühl gegangen. Ich war stolz auf ihn, dass er wieder eingetreten ist. Froh und erleichtert. Es war nicht mehr dieselbe Erleichterung wie im Juli. Es lag davor auch weniger Anspannung in der Luft. Ich war zuversichtlich, dass er eintreten würde. In einem nicht allzu schlechten Zustand. Die Opiate von 1000 Milligramm auf 500 reduziert, Benzos massiv reduziert und beide Dosierungen halten können. Neben dieser Zuversicht regen sich auch andere Gefühle. Hoffnung, Ängste vor einem Rückfall mit möglichem Rauswurf und ein bisschen Selbstmitleid wegen der ersten Wochen. Wo meine Besuche zwar erwünscht sind, manchmal kurzfristig dann doch nicht oder nicht so sehr. Wo Besuche für ihn anstrengend sein können, weil er entzügig ist. Oder von den Therapien gestresst. Oder wegen Schlafmangel übermüdet. Oder vom Zimmernachbarn genervt. Die Frustrationstoleranz schwankt. Von Tag zu Tag. Manchmal weiß ich es im Voraus. Manchmal trifft es mich unerwartet. Manchmal sagt er einen Besuch ab. Das ist für mich okay. Lieber vorher absagen, als einen Besuch abbrechen zu müssen wegen schwieriger Stimmung. Das ist früher schon passiert. 3. Tag nach Eintritt. Ich war gestern Abend bei meinem Sohn in der Klinik. Ich habe ihm die restlichen Sachen gebracht, die er während des Aufenthaltes braucht. Und die üblichen Snacks, Joghurt, Eistee, Zigaretten natürlich auch. Er darf noch nicht raus, nur in den Garten. Dieser ist wirklich groß, eingezäunt. Die Sachen, die ich mitbrachte, wurden vor meinen Augen kontrolliert, damit keine Drogen in die Klinik kommen, was vermutlich seltener vorkommt als beim Zurückkommen vom Ausgang. Da wird nicht so häufig kontrolliert, außer mit Urinproben. Diese Proben findet mein Sohn übrigens sehr lästig. Vor allem, wenn jemand dabei ist. Er muss dann sehr viel trinken vorher, damit es auch wirklich klappt. Die Blutabnahme hingegen ging gut. Das erstaunte mich. Durch den vielen intravenösen Konsum hat er kaum brauchbare Venen. Meistens holen sie einen sehr erfahrenen Arzt oder Ärztin dazu. Er war gut drauf, als ich kam. Ganz anders als beim ersten Aufenthalt. Wahrscheinlich, weil er alles schon kennt. Weil er einen guten Zimmernachbarn hat und weil eine Kollegin vom letzten Aufenthalt auch da ist. Und sicher auch, weil er die Opiate bereits auf die Hälfte reduziert hat. Das freut mich. Er hat Pläne mit selbstständigem Wohnen. Er möchte aus dem betreuten Wohnen ausziehen, auch weil sich sein Konsum dort nicht gebessert hat, sondern verschlimmert. Es ist kein abstinenzorientierter Ort. Das wollte er beim Eintritt auch ausdrücklich nicht. Damals, weil er weiterhin kiffen wollte. Wir haben uns 2 Wohnungen im Internet angeschaut. Auf beide möchte er sich bewerben. Heute, am Samstag, bekomme ich ein warmes, gutes Gefühl, als ich seine WhatsApp lese. Ich habe sein Bewerbungsschreiben für die Wohnung überarbeitet und ihm gestern Abend zurückgeschickt. Er findet es gut und schreibt: Schickst du es mir oder schickst du mir den Link, dann schicke ich es ab. Für die ZuschauerInnen mag das normal sein. Wer denn sonst soll die Bewerbung abschicken, wenn nicht er? Für meinen Sohn ist das ein Fortschritt. Er übernimmt mehr Verantwortung und ergreift die Initiative. Er will es ohne meine Anwesenheit erledigen. Ich werde zwar wohl nachfragen, ob er es abgeschickt hat, aber das Gefühl ist einfach gut. Ich habe ihm das auch geschrieben. Ich versuche generell das Positive zu sehen und es ihm gegenüber auch zu benennen. Zum Beispiel, dass er eingetreten ist und dass er seinen Konsum weiter reduzieren möchte. Er hat sich darüber sehr gefreut und blickt positiv in die Zukunft. Klar, die Verhandlung steht an. Aber trotzdem, das, was er beeinflussen kann, tut er. Wir haben auch über die Wohnung gesprochen. Seine Kriterien sind klar. Ein Balkon wäre super. 2 Zimmer und kein Geschirrspüler,
sei ein Killerkriterium, wobei er gestern meinte, dass die eine Wohnung auch ohne Geschirrspüler für eine Bewerbung in Frage käme. Es wird eine schwierige Suche. Vielleicht klappt es nur über eine Genossenschaft. Aber wir versuchen es. In der Klinik möchte er baldmöglichst die Benzodiazepine reduzieren. Die seien in der Langzeittherapie nicht so gerne gesehen. Opiate würden eher toleriert, meinte er. Die will er aber auch weiter reduzieren. Sonntag. Ich war bei ihm auf Besuch. Währenddessen wurde ich furchtbar müde. Das war mir unangenehm. Ich wollte ganz bei ihm sein, musste aber ständig gähnen. Dabei hatte ich genügend geschlafen. Vielleicht lag es an der Klinikumgebung. Mein Sohn hat viel erzählt. Vom bevorstehenden Prozess. Dieser liegt ihm verständlicherweise schwer auf dem Magen. Er sei nervös und gedanklich stark damit beschäftigt. Gleichzeitig ist er zuversichtlich. Er hat sich mit anderen Personen ausgetauscht. Sie meinten, das Urteil werde wohl nicht so schlimm ausfallen, auch weil er keine Vorstrafen hat. Er hat Vertrauen in seinen Anwalt. Dieser teilt seinen Optimismus. Mein Sohn möchte nicht, dass ich bei der Verhandlung dabei bin. Das kommt mir entgegen. Es wäre zu viel für mich. Es würde mich sehr belasten. Beim Besuch habe ich gemerkt, dass das Sammeln der Pokémon-Karten wieder mehr in den Vordergrund getreten ist. Ich weiß, dass er das Sortieren liebt und die Recherche dazu. Ich musste ihm übrigens wieder Joghurt und Ähnliches bringen. Er isst recht viel. Das war auch schon ganz anders. Zum Glück hat er dieses Mal den Menüplan auf seine Wünsche angepasst. Das spart Geld. Beim letzten Aufenthalt hat ihm das Essen oft nicht gepasst, er ist sehr heikel. Er hat den Essensplan nicht angepasst, weil es ihm zu kompliziert war. Und schwupps war viel Geld weg. Durch Pizzabestellungen und Ähnliches. Am Sonntagabend kam mein jüngster Sohn zu uns auf Besuch. Es geht ihm gut. Er erzählte unter anderem, dass sein Bruder das Zimmer vor dem Eintritt recht gut aufgeräumt habe. Aber in der Matratze sei ein Brandfleck. Und sie hätten einen Aschenbecher unter dem Bett gefunden. Ja, er hat dort geraucht. Im Zimmer seines zweiten Bruders, der gerade auf Reisen ist. Innerlich war ich am Überkochen. Ich wollte mir aber nicht zu viel anmerken lassen vor dem Jüngsten. Der Abend wurde danach schwierig. Mein Partner sagte, nachdem mein Sohn gegangen war, dass ihn das geärgert habe. Es sei einfach zu wenig Verlässlichkeit da. Er würde ihn nicht in unsere Ferienwohnung lassen, die wir im Moment noch nicht einmal haben. Es wäre zu gefährlich. Zu viel Holz. Und alleine in unserer Wohnung wohl auch nicht. Ich habe ihm zugestimmt. Auch mich hat es sehr geärgert. Danach bin ich ins Büro gegangen und habe an meinem Projekt gearbeitet. Aber es ließ mir keine Ruhe. Ich war durcheinander, zornig, enttäuscht. Vor allem enttäuscht. Im Rückblick vielleicht etwas zu stark, wohl, weil dasselbe bei mir in der alten Wohnung auch schon passiert ist. Er hält sich beim Rauchen an wenig Regeln. Es enttäuscht mich, dass er wieder einmal Vertrauen missbraucht hat. Nicht meines, aber das seines Vaters. Dabei hatte ich noch 2 andere Sorgen in meiner Brust. Einerseits wusste ich nicht, was das Rauchen im Zimmer bei meinem Ex-Mann auslösen würde. Ob mein Sohn an den Wochenenden noch zu ihm in den Kurzurlaub fahren könnte. Oder ob dann alles bei mir liegen würde. Andererseits macht es mich traurig, dass ich ihm wieder einmal Dinge nicht ermöglichen kann. Oder verbieten müsste. Einmal war es Bali. Er konnte aufgrund seiner Suchterkrankung nicht mitkommen, alle anderen schon. Jetzt wäre es der Besuch der Ferienwohnung. Letzteres ist zwar nur Theorie, und trotzdem tat es weh. Weil ich nicht alle Kinder gleich behandeln kann, zumindest in dieser Frage. Ich blieb dann aber nur kurz im Büro. Ich ging zurück zu meinem Partner und erklärte ihm meine Gefühle. Ich möchte das künftig öfter so machen.
Nicht zu lange warten, sondern darüber reden. Es wurde ein gutes Gespräch. Wir haben uns gemeinsam über ihn geärgert. Aber auch gesagt, dass er unser Vertrauen wieder gewinnen kann. Es tat gut, alles nochmals durchzugehen, Optionen zu haben für die Zukunft. Heute sehe ich das schon wieder entspannter. Ich behandle ihn ja sowieso anders als die 2 anderen Söhne. Und er hat es verursacht, nicht ich. Wir stehen im Moment täglich in Kontakt. Heute ging es um das Organisieren der Langzeittherapie. Er war ja an einem Vorgespräch. An diesem Ort klappt es aber nicht. Ich habe gestern Kontakt mit der zuständigen Person aufgenommen und mich nochmals erkundigt. Es ließ mir keine Ruhe. Heute kam bereits eine Antwort. Sehr nett und sehr erklärend. Er solle den 2. Standort, den sie haben, anfragen. Dort sei die Weiterführung der Benzodiazepine möglich. Mein Sohn hat sich darüber gefreut. Jetzt fragt er dort nochmals an. Er hatte dort sogar schon einmal angeklopft. Aber weil sie temporär den Standort wechseln, hatte er Angst, dass es zeitlich nicht reichen könnte. Und noch etwas anderes ist gestern passiert. Er hat mich inspiriert, ein anderes Intro für die YouTube-Videos zu machen. Eines, das mir Fröhlichkeit ausstrahlt. Er zeigte mir ein Beispiel eines sehr bekannten Podcasters. Das hat mir gefallen. Ich sagte ihm aber, dass mein Thema ja nicht wirklich fröhlich sei. Aber innerlich hat es nachgewirkt. Und dann hatte ich eine Idee, wie ich es besser machen kann. Ich habe mich bei ihm bedankt. Er hat sich darüber gefreut. Und er korrigiert mein Englisch. Sehr wichtig und sehr gut. Heute war ich nur kurz in der Klinik, habe ihm Essen und Kleider gebracht. Morgen ist der Prozess. Mein Sohn sah gut aus. Er war zuversichtlich, was der Prozess angeht. Er hat gesagt, dass die Präzedenzfälle auf ein mildes Urteil schließen. Ich hoffe für ihn. Er wird vor Gericht stehen, wegen einer Straftat. Und ich hoffe auf ein mildes Urteil. Nicht, weil ich das Geschehene kleinreden will, sondern weil er mein Sohn ist. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ich gehe jetzt schwimmen.